Hallo zusammen, wir wollen heute uns mal auf das Thema Tauwürmer konzentrieren und wollen uns anschauen, wo kriegen wir sie her und wie ist es vielleicht auch einfach, sie selber zu sammeln, anstatt sie teuer zu kaufen. Ich bin hier heute auf einem Sportplatz. Und nach dem Intro geht es gleich los. Hallo zusammen, da sind wir wieder. Also, wir wollen uns heute mal das Thema Tauwürmer ein bisschen genauer anschauen. Ich angel viel Wels und Aal. Ich brauche dafür meist viele Tauwürmer. Gerade zum Welsangeln brauche ich große Mengen. Und ich habe vor 2 Jahren angefangen, mir die selber zu sammeln. Grundsätzlich ist es kein Hexenwerk. Es ist recht einfach, wenn man ein paar Sachen beachtet und ein paar Informationen hat, die man vielleicht dafür benötigt. Und hier werden wir auch heute Nacht sammeln gehen, Tauwürmer. Ziel ist so 100 Stück zusammenzukriegen. Brauche ich ungefähr 20 Minuten, eine halbe Stunde ungefähr, wenn es gut läuft und wenn der Boden ein bisschen nass ist und es vielleicht geregnet hat. Kommen wir vielleicht ganz kurz dazu, was ich heute benötigen werde. Ich benötige eine Lampe. Da habe ich so eine rote Lampe. War mal eine Gratislampe, die ich mal irgendwo bei einer Versandbestellung gratis dazu bekommen habe. Die habe ich mit einem roten Edding so rot angemalt. Mehr braucht es nicht. Neue Batterien habe ich reingemacht. Dann alte Tauwurmboxen. Das ist das Einfachste. Ich habe die aufgehoben und schmeiße die auch nicht weg. Ich verwende die immer wieder. Eine Schaufel habe ich noch mit. Braucht man nicht zwingend, aber nachher, um sich die Finger nicht zu schmutzig zu machen, um ein bisschen Erde in die Tauwürmer zu geben, ist so eine Schaufel manchmal ganz nice. Und ich habe dabei meinen Allround-Eimer. Den verwende ich für alles. Einerseits zum Transport von Tauwürmern, zum Draufsitzen, wenn ich keine Lust habe, einen schweren Stuhl mitzuschleppen. Und für meine Fische, die ich nachher geangelt habe, verwende ich den Eimer auch. Und ja. Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz an, was wichtig ist. Wo gehen wir sammeln? Wir gehen sammeln möglichst auf Plätzen, wo es Tauwürmer gibt. Das kann man grundsätzlich auch erkennen, wenn man irgendwo spazieren geht. Achtet mal vielleicht drauf, es gibt so kleine Erdhäufchen von den Tauwürmern, wo sie ansammeln, wenn sie dort aus dem Boden herauskommen. Ist immer ein guter Indikator dafür, dass dort auch wirklich Tauwürmer sind. Vielleicht auch sehr viele sind, wenn sehr viele von diesen kleinen Erdhäufchen da sind. Als nächstes ist sicherlich wichtig, was für ein Ort ist es. Es ist sollte meistens ein Ort sein, wo das Gras möglichst kurz ist. Warum? Es ist einfach, wenn ich die Tauwürmer leichter greifen kann. Im hohen Gras ist es schwer bis unmöglich. Je nachdem, wie hoch das Gras ist, wird es dann einfacher. Darum favorisiere ich meistens Sportplätze, Spielplätze, sind manchmal auch ganz gut. Wiesen, die regelmäßig gemäht werden oder ähnliches. Ja. Jetzt fassen wir nochmal zusammen. Platz mit kurzem Gras, wo auch Tauwürmer sind, habe ich gesehen, habe ich heute erkundet, vielleicht am Tag. Und ich habe mein Equipment dabei, was ich brauche zum Sammeln. Und dann kann es eigentlich losgehen. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns heute Abend wieder, wenn ich wieder hier bin, am gleichen Ort. Und dann sammeln wir mal ein paar ein. Ich wünsche euch bis später. Hallo zusammen, jetzt sind wir angekommen auf unserem Sportplatz. Es ist 23 Uhr. Es hat heute ein bisschen geregnet. Boden ist feucht. Sollten ganz gute Chancen haben. Und ich habe vorne schon kurz geschaut. Ein paar Tauwürmer habe ich da auf jeden Fall schon gesehen. Habe jetzt ein recht helles weißes Licht an. Das schalten wir gleich aus. Und schalten unser rotes Licht an, mit dem wir dann noch hoffentlich möglichst viele einsacken können. So. Sehe ich schon die ersten? Da ist einer. Schwupp ist er weg. Schwupp ist er weg.
ist natürlich so, ich habe meine Lampe ganz neue Batterien drin. Und das macht das Ganze 2 Level schwieriger, als es sonst ist. Da ist er. Man sieht ihn da liegen. Weg ist er. Weg ist er. Hopp, den habe ich noch schnell. Ziehe ich ihn ganz langsam und vorsichtig raus. Wichtig, nicht abreißen. Hopp, und ich lege ihn in die Box rein. Wichtig ist, dass er ihn langsam rauszieht. Wenn ihr sie abreißt und habt abgerissene drin oder tote drinnen, dann gehen die euch schneller kaputt und halten auch nicht so lange. Da sehe ich schon den nächsten. Da. Oh, da. Hopp. Und beide rein in unsere Box. Ich probiere es mal mit der weißen Lampe. Ich bin nicht ganz sicher, ob ihr die mit der roten Lampe wirklich gut seht. Oh, hab ich sie? Da hab ich sie. Hopp. Da ist sie. Gucken. Gucken. Wichtig ist auch, tretet möglichst nicht so doll auf. Vorsichtig auftreten. Da ist er. Da. Jetzt mache ich das mal das helle Licht an. Ja, er bleibt liegen. Hopp. Und hinein. In der Regel ist es so, dass sie recht schnell weg sind, wenn sie das helle Licht sehen. Da ist der nächste. Ich mache das helle Licht an. Schwupp, und weg ist er. Da ist der nächste. Hopp, und weg ist er. Darum ein rotes Licht. Da ist er. Da liegt er. Jetzt mache ich das Licht an. Schön. Gut. Drinne. Ja, eine rote Lampe ist deutlich besser. Die weiße ist suboptimal. Aber wahrscheinlich ist es besser zu sehen, wenn ich die weiße mit bis dazu nehme. Hopp, greife sie dann eigentlich so und ziehe sie so eigentlich raus. Wie gesagt, vorsichtig. Lieber langsam am Anfang versuchen sie reinzukommen in den Boden. Und dann lassen sie ihn von locker und dann könnt ihr sie vielleicht herausziehen. Da ist der nächste. So. So schnell kann es gehen. Da. Ja. Vielleicht auch momentan, weil es noch kalt ist, es ist Februar, sind sie nicht ganz so agil, nicht ganz so schnell. Im Sommer sind sie mir dann schon schneller weg gewesen, sobald sie eine weiße Lampe gesehen haben. Upp. Gut. Also ja, normalerweise mit der roten Lampe könnt ihr rangehen und die machen keinen Mucks. Die bleiben ganz ruhig liegen. Ihr könnt sie ganz einfach und leicht rausziehen. Da. So schnell kann es gehen. Sammeln jetzt noch ein paar und dann jetzt habe ich, 10, 12 Stück in einer Minute oder 2. Das ging schnell. Und so schnell werde ich jetzt noch den Rest zusammenkriegen. Nachdem wir sie jetzt gesammelt haben, machen wir noch ein bisschen Erde drauf. Ein bisschen Erde auf die Würmer. Hopp. Nicht zu viel, nur ein bisschen. Hopp. Dann können wir sie verpacken. Hopp. Und wir haben alles für morgen zusammen. So, ich bin zu Hause wieder angekommen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalasst. Falls ihr Fragen oder Kommentare habt, setzt sie bitte unten rein. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis dann. Ciao.